Samsaru sindhu uttarane hidayam jadi sad Sankirtanamrita rase ramate manushet Premam budho viharane jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, actually most of the people, Gaura Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass speziell die Leute aus Südindien nicht verstehen können, wie man, die können sich das nicht vorstellen, wie man Krishna mit dem vollen Körper verehren kann. Und Srila Bhakti, er wiederholt es jetzt wieder, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, bis heutzutage die Leute in Südindien und ein Großteil der Leute, die können nicht verstehen, wie es möglich ist, den höchsten Herrn mit vollem Körper und Geist zu dienen. Die denken sich, das ist nicht authentisch. Also wie Radharani und die Gopis, wenn die Krishna dienen, das können die sich nicht vorstellen. Die denken sich, okay, bis zu Lakshmi Narayan kann man gehen. Lakshmi ist die Frau von Narayan und bis dorthin ist es okay. Ansonsten ist das ganz ein schlechtes Konzept. Die Parakya Bhasa, die können sie nicht verstehen. In der Brahma Samhita, da ist ein Vers. Chinmaya sattara vivadabhis tabhya eva nicharupa dayakalabi goloka eva nivasatmya kilatma bhuto govindamadi purusham tamaham bhajami. Purusham tamaham bhajami. So, Adiguru Brahma, der sieht wirklich das Lila, was vor sich geht bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn. So, Brahma hat das alles klar gesehen. Die ganze spirituelle Welt, transzendentale Welt, Goloka. Und bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn hat der volles Tattva-Gyan gekriegt. Also Brahma ist gesegnet worden, dass bei deiner Barmherzigkeit wird da alles offenbart. Das ist Vigyan. Vigyan bedeutet volle Realisation über das Wissen, was man kriegt. Wenn das Wissen, was man kriegt, nicht 100% realisiert wird, dann kann man das nicht Vigyan nennen. So, letztes Mal hat er darüber gesprochen, wie wenn man gewisse Präfixe vor die Wörter verwendet, dann gibt es dem Wort eine größere Kraft. So Gyan, Vigyan ist das Wissen mit voller Realisation. So Chaitanya Mahaprabhu war ganz glücklich, wo er das Buch gefunden hat von der Brahma Samhita. Das ist ein ganz authentisches Buch. Und Krishna Karanamrita ist about Rasa Tattva. Und Brahma Samhita ist es Tattva Vigyan.
So, dort ist der Vers aus der Schriften. So, bevor wir über den Avatar Gaura Hari sprechen, da muss man über den Vers sprechen. Das kann man nicht ignorieren. Also im Caitanya-caritāmṛta ist ein Vers. Guru Padapatma hat gesprochen ganz oft den Vers. You cannot understand, that's why you learning or to get the test, they don't away. Actually, Guru Mahatma used to speak this very often, very nicely. He used to say, so, spornt uns immer an, bengalische Sprache zu lernen, kann man das alles verstehen. So, der Vers bedeutet, die Liebesaffäre zwischen Krishna und die Brajavasis, das ist ganz natürlich. Gestern hat er ein Beispiel gegeben von Feuer. Dort kann man nicht die Wärme rausnehmen. Also das ist untrennbar. So, die Liebesbeziehung zwischen die Brajavasis und Krishna, das ist eine ganz hohe Stufe von Liebe. Krishna kann das nicht verstehen. Krishna will auch nichts anderes verstehen, außer der Liebe. Das ist, warum Jiva Goswami geschrieben hat. Also du kannst nicht in die Verbindung kommen mit der höchsten Persönlichkeit, mit Krishna, weil Krishna ist immer in der Vergnügungsstimmung, als wie er betrunken wäre, als wie er einen Wein getrunken hat. So im Bhagavatam ist das Beispiel. Yatha Marida Madanto. So Krishna ist immer so betrunken in der Liebe mit der Brajavasis, mit der Liebesbeziehung mit der Brajavasis in Vrindavan. So Krishna ist voll mit der Liebe. Und Krishna hat es so organisiert, dass alles, was in der Welt passiert, das wird dann, die Probleme werden gelöst durch Guru und Vaishnava, weil er selber hat keine Zeit. Er schickt seine Geweihten. Also das ist Gurudev, der was ihm dann in die Welt kommt und der was da die Probleme löst. So in Kirtan, Vaishnava Ravidan Krishna Doyamoy, Jehena Pati Payas Hoibena Sadoy. Vaishnava Ravidan Krishna Doyamoy. So bei der Barmherzigkeit von einem Vaishnava, wenn der für die betet, nachher kann er vor Krishna gehen und der betet für die und der sagt, oh Krishna, das ist eine gebundene Seele, Leben für Leben, leidet sie schon so viel, bitte akzeptiere ihn in deinen Dienst. Nachher hast du 100%igen Erfolg. Also das ist die speak already about the love affair between Brajavasis and Krishna is continuous. One word. Actually, if we want to speak something about Rasamrita Sindhu or this there, actually proper word we cannot select. It's not possible. Follow what I say. When Srila Vaman Goswami Maharaj tried his best, he couldn't find. So Srila Vaman Goswami Maharaj, at least we can indicate this much. Not fully. That's why actually spontaneous love, which is coming from heart. Also die spontane Liebe, was vom Herzen kommt, direkt. Nichts Künstliches ist in der Liebesbeziehung. Es kommt ganz rein, fließt die Liebe aus dem Herzen. So in der Bhagavad Gita spricht Bhagavan Sri Krishna, Je jatamam pravatyante tamstachaiva bhajamiham.
So, das ist der Vers, wo sich Krishna demjenigen so ergibt, wie er sich immer gibt. So, aber das war nicht möglich vor die Brajabasis. Denen hat er nichts geben können, weil sie ihm so viel gegeben haben. Und deswegen hat er mit gefalteten Händen gesprochen. Krishna was bound to speak in a very appealing mood. This kind of appealing mood is not possible for Supreme Lord, but it is possible for Supreme Lord. If you say renunciation, topmost cap you can see in Supreme Lord. Also du kannst die höchste Entsagung im höchsten Herrn finden und das höchste Vergnügen im höchsten. So Dekontraktionen, das sind möglich im höchsten Herrn, in Krishna. Ganz leicht sind die in Harmonie zu bringen. So, Krishna ist zur selben Zeit kompletter Vairagya, ein Zagender, und genau zur gleichen Zeit ist er der was sich mit jedem vergnügt. So, aber das ist ganz einfach zu harmonisieren in Krishna. Naparyaham nirvadya samyajam vibuddha. Und er sagt in dem Vers, oh Gopis, er entschuldigt sich, er kann nicht zurückzahlen, das, was sie ihm gegeben haben. Aber wenn er das Leben jetzt kriegt von Brahma, von einem Halbgott, der was ganz, ganz lang leben, aber doch hat er keine Möglichkeit, das zu zahlen, was sie gegeben haben. So, bitte, seid einfach zufrieden mit eurer eigenen Güte. Also Krishna kann, jetzt kommen wir wieder zu dem Vers Ananda Chinmaya. In der Brahma Samhita, was Brahma sieht, das schreibt er. Und Jiva Goswami, der interpretiert den Vers. Also Brahma wollte sagen, oh Prabhu, Ananda Chinmaya, du bist voll mit Rasa, Ananda Chinmaya Rasa. Und mit deiner eigenen Energie, in deiner eigenen Gopis, dort spielst du in der transzendentalen Welt Goloka Vrindavan. So ich möchte meine Ehrbindungen dir darbringen, Govinda Madi Purusham Damama. Aber wenn du tiefer in den Vers jetzt gehst, bei der Barmherzigkeit von Jiva Goswami, sagt Jiva Goswami, was bedeutet Ananda Chinmaya Rasa? Ananda Chinmaya Rasa, Prapidavidavi, was bedeutet es? Also er splittet den Vers jetzt auf und erklärt uns jetzt die Wörter, sodass du wirklich tief in die Philosophie von Gaudiya Vaishnavism gehen kannst. So Jiva Goswami, der sagt Ananda Chinmaya Rasa. Das bedeutet Mathura Rasa, also der höchste Mathura Rasa. Ananda, das ist Unachvala Rasa, also der höchste Rasa. Actually, Ujjabhuta means
Urja Bhutta means, through this Bhutta we can get Urja Bhakti. So, durch das kann man Ujjaswari Radharani erreichen. Durch den Ujjvala Rasa. Ujja Prata. Ujjaswari Radharani. Also, der kann Ujjvala Bhakti, der brillante Bhakti geben. Was nicht möglich ist in dem 14-stufigen Planetensystem. So, den Punkt, was Jiva Goswami da sagt, das ist ganz wichtig. Das Ananda Chinmaya bedeutet der höchste Rasa, Unujjvala Rasa. Und der ist nur vorhanden in die Gopikas und Radharani. Jiva Goswami gibt ein Beispiel von Sakya, Bharakya, ist beides korrekt. Dumme Leute, die streiten über den Punkt, dass Jiva Goswami jetzt die Bharakya Bhava nicht unterstützt, sondern dass er Svakya Bhav etablieren wollte. Aber da muss man sich aufpassen, weil Jiva Goswami ist komplett in der Linie von Rupa Goswami, er ist Tattva Acharya, er ist Vilas Manjari und er hat sein Form in Goloka Vrindavan mit Radharani, so, wo Vishwanath Chakravarti einen Zweifel gehabt hat über das Kamgaya-Mantra, mit wie viele Silben das seien. Und das Radharani ist selber in seinen Traum gekommen und hat gesagt, steh auf, Hari Vallabh, also hab keinen Zweifel. So, Krishnadas Kaviraj Goswami, er ist ein Priyanama-Sat. So, sie kann keine Fehler machen. Du musst durch ein spezielles Buch gehen, dort ist ein klares Konzept geben, was ein halbes Silbe, ein halbes Aksha ist. So, sie kann so, hol dir das Buch und schau nach. Und so hat dann Jiva Goswami Maharaj, der kann auch keinen Fehler machen. Er ist der höchste Tattva Acharya in der Sampradaya, also er kann keinen Fehler machen. Sei ganz vorsichtig mit seinen Gefühlen, nur um die ganze Gesellschaft zu sichern von Unreinheiten, hat er das gesagt. So viele haben immer einen Zweifel, dass das nicht authentisch ist, Bharakya Bhav. Aber bis heute haben sie noch nicht wirklich verstanden, die Liebe von die Bhajavasis, Radharani und die Gopis. So, die denken, okay, bis zu einem gewissen Grad kann man dienen, aber mit dem kompletten Körper ist es nicht möglich. Aber Rupanuga, Vaishnavas, die was Rupa Goswami folgen, die können das verstehen, weil schlussendlich Krishnas Zufriedenheit sein soll. So, die Shakti, die ist immer dazu da, um Shaktiman zufriedenzustellen. Das ist die einzigste Aufgabe. Anena Radhidonanam Bhagavan. So, bei Radharani, Anaya Radhidonanam, ist Radharani die beste Verehrerin von Krishna. Radhito. Anaradhito Nunam Nishchitameva. Bei Radharani ist es möglich, um Krishna vollkommen zufriedenzustellen. So, Jiva Goswami wollte eben die herkömmlichen Leute schützen, dass sie die hohe Gedanken der Philosophie, weil sie die eben nicht verstehen können, hat er das
so auf die Art und Weise erklärt. So, Parikshit Maharaj selber hat die Fragen gestellt und hat Zweifel gehabt, weil er ist selber Mahabhagavata, großer Vaishnava. So, Mahabhagavat bedeutet nicht immer, dass er Bescheid wissen muss über das Rasa-Tattva. So, wo Parikshit Maharaj die Frage gestellt hat zum Sukadev Goswami, das sind internationale Fragen. So, jeder von uns will irgendwelche Zweifel auf Krishna legen. So, 100%ig Krishna hat irgendwas Falsches gemacht. Warum vergnügt er sich mit so vielen Frauen, Gopis in Vrindavan, die Braja Gopis? So, das ist nicht authentisch. So, deswegen die Fragen hat er gestellt für uns. Und nachher sind die Fragen aufgetaucht im Srimad Bhagavatam von Sukadev Goswami. Sukadev Goswami hat klar gesprochen über das ganze Thema, ausführlich. Wenn einmal Zeit ist, kann er über die tiefen Eindrücke in der Philosophie sprechen. What Sukadev Goswami giving an answer, Sukadev Goswami is giving, Gopinam Tatpatinam Sha Sarvesham Evadehinam Yantastharaha So Adhyaksha Kirananema Devavar. Be careful before putting this question. Also, pass auf, König, bevor du die Frage stellst. Also, du musst ganz aufmerksam sein und vorsichtig, weil Krishna kann überall sitzen, er ist omnipräsent, er ist überall vorhanden, sogar in die Staubpartikel. Also Krishna ist überall. Prahlad Maharaj was bound to see what? Yes, your Prabhu is there, your God is there in this Lila. Also vor Prahlad Maharaj hat gesagt, Hiranyakashipu hat gesagt, oh, ist der höchste Herr in der Säule da? Und hat Prahlad Maharaj gesagt, ja klar, er ist in der Säule. Er ist überall. What? Bhaktim cha sarva bhutesu, to prove that I am everywhere and I am everywhere only present. Nishingadev came out of that. So Nishingadev ist dann rausgekommen aus der Säule. Pillar was broken and Nishingadev coming out of the roof. So why, Rajan, you cannot believe that Krishna is everywhere? Where not? Everywhere Krishna present. So, Krishna ist überall präsent. So, König, du sollst das verstehen, sagt Sukadev Goswami. Also, das ist nicht unauthentisch, dass Krishna so spielt in Vrindavan. Also du kannst keinen Helden vergleichen in der Welt mit Krishna. Auf dem materiellen Level, in der materiellen Welt, kannst du Beispiele von Liebe finden. Also großes Beispiel ist Love and Lavanti, also deren Liebesbeziehung ist ganz exzellent. Laila Manchnu. Jim and Dela von England. Auf dem materiellen Level ist es der höchste.
Aber die Liebe ist im Grunde auch kontaminiert. Also es ist keine reine Liebe. Maybe as per the darshan, material darshan, those who are material philosopher, they can put the highest example. As up to this material level is the highest example. Also bis zum materiellen Level, also ist das vielleicht die höchste Liebe. Und da gibt es die Beispiele von solchen Persönlichkeiten, die was so ein romantisches Liebespaar waren. Aber du kannst nicht prüfen, dass das eine reine Liebe ist. So die Beziehungen in der Welt zwischen Freund und Freund, Mutter und Sohn, Ehemann und Ehefrau, da kann man nicht aufzeigen, dass das wirklich eine 100%ig reine Beziehung ist. Da ist immer ein kleines Selbstinteresse ist da, ein Hauch von Selbstinteresse ist da. So reine Liebe, das ist der Eintritt nur möglich in Golok Vrindavan, in den spirituellen Ort, was komplett frei ist von irgendeinem Selbstinteresse, wo man alles nur für den Geliebten macht. Also mit den Brajavasis kann Krishna das Versprechen nicht halten. Ja, Napari ham Samyajam. Also Jiva Goswami schützt die Leute, was nicht die spezielle Sichtweise haben, was die Mercy, Barmherzigkeit von Sudarshan und Rupa Goswami kriegen. So ohne dass du die volle Barmherzigkeit von Rupa Goswami kriegst, nachher kannst du das Verständnis, das körperliche Verständnis nicht aufgeben. You cannot use this word. It's not possible. So material level you can use, but absolute level you cannot use this word. It's impossible. So Jiva Seva wanted to save those strong people, those who are not having this kind of excellent darshan, so that they can realize what a kind of excellent love affair between all the Gopikas and Krishna. They cannot understand. It's not possible. That's why Jiva Seva wanted to prove that actually those Gopika, they're actually do Parakya, still Sakya. From Padma Puran, from Adi Puran, different places, Jiva Seva wanted to give example. You see, they are all actually do Parakya, but Sakya is there. Now, Bhaktivinoda Thakur was giving nice example. How is that possible? Every time Sakya Parakya, we are not ready to accept this, judgment Siddhanta. Bhaktivinoda Thakur says, why not? Why not? When contradictory things happening in Goloka, you can adjust adjustment. Bhaktivinoda Thakur giving example. Kontraste, was passieren. Srila Bhaktivinoda Thakur gibt ein Beispiel. Das Bauma Vrindavan, das materielle Vrindavan auf der Welt und das Goloka Vrindavan in der spirituellen Welt ist nicht verschieden. So der einzigste Unterschied ist der, dass das Goloka Vrindavan also in einem Sinne kann man sagen, dass das Madhya-Līlā auf der Welt mehr enthusiastisch ist. Also das Lila in Vrindavan Apakat ist das gleiche wie in Bauma Vrindavan. So Yoga Maya will ein spezielles Gefühl geben, so dass man wirklich durch Yoga Maya haben sie sich eben gefühlt, dass Kamsa kommt, dass das ihr Ehemann ist und so weiter. Und das erhöht den Spirit der Liebe. So Mahaprabhu gibt ein Beispiel.
tadaiva aswadayati antar navasanga rasayanam. Mahaprabhu giving example, Archers with a lady, I mean wife, want to prove that I am very chastity. So eine Frau, die will immer aufzeigen, dass sie ganz keusch ist. Sie wascht, sie kocht, sie räumt auf im Heim vom Ehemann. Aber das macht sie ganz genau, dann führt sie ganz genau aus den Dienst, ganz gewissenhaft, sodass der Liebhaber gar nichts merkt oder der Ehemann, weil sie selber geheim einen Liebhaber hat. Aber äußerlich zeigt sie sich, wie sie jetzt den Ehemann gern hat oder liebt. Aber in Wirklichkeit macht sie das nur, damit der Ehemann nichts merkt, dass er nebenbei eine geheime Liebesbeziehungen hat mit dem anderen Freund, mit dem anderen Liebhaber. Very excellent. If a wife already having some love affair with some material hero, I mean hero outside, then she like to prove that I am doing seva very efficiently. But inside that he has some parakya bhav which is not allowed in this material platform. Also das ist nicht ein schlechtes Beispiel, was da Chaitanya Mahaprabhu gibt, das ist ein exzellentes Beispiel. Weil in der spirituellen Welt ist alles eine pervertierte Reflexion. Was alles schlecht in der Welt, in der materiellen Welt, ist alles ausgezeichnet in der spirituellen Welt. Das ist genau umgekehrt dort. So Srila Bhaktivinoda Thakur wollte auch aufzeigen, dass die Liebesbeziehungen zwischen Krishna und den Gopis durch die Kraft von Yogamaya nimmt es so eine Form an, dass du dann denkst, okay, da ist Kamsa, da ist sein Ehemänner und so weiter. Jatila, Kutila und all das sind da. So durch das kommen immer gewisse Schwierigkeiten, aber das erhöht die Liebe, die Liebesbeziehung, dann die Schwierigkeiten. Das ist eine Hilfe, damit sich die Liebe erhöht und erhöht. Also er gibt das Beispiel, wenn jetzt ein Fluss wirklich runterkommt ins Tal und nachher ist aber unten ein riesengroßer Stein und nachher kracht das Wasser auf den Stein und klatscht überall hin, also es schwemmt über. So, das ist eine spezielle Stimmung. Und so eben, wenn ein Hindernis da ist, dann wird das Liebesgefühl größer. Aber eben nichts kann das Wasser aufhalten. Also die Schwierigkeiten sind da und die sind nur da, um das ganze Lila exzellenter zu machen, ausgezeichneter, wo man den Rasa kosten kann. Also Yogamaya organisiert all das. Aber in Madhya-Līlā kannst du nicht Kamsa vorfinden, nicht die Gopis und so weiter. Da ist nur das Gefühl vorhanden. So Goloka ist ein Nitya-Siddha-Pit, wo der ganze Rasa in seiner vollen Swarup vorhanden ist. So Parakya und Swakya findest du beide dort. Die sind im Goloka Vrindavan. So dort ist kein Ehemann vorhanden, aber doch haben sie das Gefühl, dass ein Ehemann da ist.
Und die sagen, oh, Kamsa, also das, wenn du jetzt so schlechte die benimmst, nachher erzähle ich das jetzt, sage ich das in Kamsa. So die Gefühle sind da. So Sakya und Parakya ist beides da. Speaking, if there is no parakya bhav, then the excellency of rasa cannot come in. Also nur mit der Parakya Bhav kann wirklich der Rasa aufblühen in seiner Vollkommenheit. Und jetzt möchte er erklären den Vers Ananda Chinmaya Prapita Vedavis. So, Ananda Chinmaya Rasa bedeutet Unujjvala Rasa, der höchste Rasa, der was erhältlich ist in Golok Vrindavan. So Pratibhavitavi bedeutet, also Shakti Shakti Madhya Ved Prapitavitavi. Also die Gopis und die Gopis, die sind alle nicht verschieden von Krishna. Nijarupa. Topmost excellence you can find with Krishna, though you know Sarup and Bhava, be careful, Sarup and Bhava is, together. You cannot cut Sarupa, you cannot cut Bhava separate. Follow. Each and every Sarup of So jede Form von Krishna, jeder Avatar, Ram, Nishinga, Varaha, Koma, so jeder Avatar, Dwarkadish Krishna, Mathuradish Krishna, sogar Nandanandan Krishna, so die können alle aufgeteilt werden oder unterschieden werden oder verstanden werden bei ihrer Swarup und Stimmung, Gefühl, Bhava. So die Bhava, die Form, die Swarupa. So, also in der Form ist die Bhav, die Stimmung vorhanden. Also in Ram ist eine spezielle Stimmung, ein Gefühl, in Nishinga ist ein spezielles Gefühl. So die Gefühl Bhava und die Swarup kannst du nicht trennen, das gehört alles zusammen. And at the same time you should remember, that Radharani is the topmost source of all Shaktis. According to Sarup, all the time from Radharani, Shakti coming to help that Sarup according. Follow. With Nrisimha, Lakshmi Devi come to help. So Radharani ist die höchste Quelle aller Energien. So sie sendet immer die Energien, die was jetzt Krishna braucht. Als Nishinga, als Varaha, als Koma und so weiter. Dort kommt sie als eine Glücksgöttin Lakshmi. Also es sind alles Erweiterungen von Radharani. So Radharani sendet die Shakti. Vishnu Priya, at the same time you can find Gadadhar Pandit, you can find Gadadhar Das, all different. On Gaur Purnima we like to discuss some secrecy. Actually, this way you can discover how excellent, very nice. You cannot imagine it. As and when Shakti coming to assist that Saru, any Saru, special Saru,
then accordingly Shakti can come to access that layer, to help follow. That's why all Shakti coming from Radharani. So, die Quelle von allen Energien, alle Shaktis ist Radharani. Total Sarup Shakti is there with Radharani. So, die komplette Sarup Shakti ist immer vorhanden in Radharani. Und die Shakti ist nicht verschieden von Krishna. Only you can put some argument, how it is possible in this material world. We have some Shakti, but Shakti we cannot put Shakti outside. So in der materiellen Welt findest du zwar Shakti in einem Körper vor, das ist vorhanden, also eine gewisse Energie, aber die kann nicht rauskommen jetzt als eigene Form. Actually, we Jivatma all Shakti Tattva, but still our mood of enjoyment making our Bhokta. So wir sind alle Wirklichkeit, Shakti, Energie und wir sind nur dazu da, Krishna zu dienen. Aber wir haben die Illusion jetzt auf uns, dass wir uns fühlen, als wir der Handelnde sein, der Purush. Weil wir die Stimmung von Vergnügen haben. I want to enjoy. That's why I'm speaking. So in this material world, if Shakti is there inside you, you cannot put Shakti, you cannot give an exact form of Shakti. Shakti cannot come out of your body, not possible. But not the case, this is not the case with Krsna-Lila. Krsna-Lila actually, Shakti can be there both. Also, when Shakti is not outside, Shakti. Yesterday I give you example, you can remember. Jaya 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 Mohito Masura Es hat gestern mal das Beispiel gegeben, wo die Shrutis, die Vedas, die höchste Persönlichkeit aufwecken. So dort hat der höchste Herr zieht all seine Energien in sich, in den Schlaf von Yoga Nidra, in das Shvet Ekaham Bahushvam, in das Sveta Upanishad. Also in der Swarup ist immer die Shakti da. Manchmal findest du sie vor, siehst du sie, manchmal nicht. Also Radharani, Sar. But be careful, if only Ladini Sar, then the enjoying mood cannot come. How you can enjoy if somebody is not there? Ladini Sar is 100%. But together with that, if somebody is not there, how Radharani can get the taste of Krishna? So, Radharani kann nicht nur Ladini Sar, sie muss die Energie von Samvit auch haben. What I mean to say is, Samvit must be there. So without Samvit, it is not possible for Krishna. Samvit as a media, instrument through which Krishna can get enjoyment with all Brajavasis. Those Brajavasis can also get. It is exchange of rasa. Exchange of rasa. Ananda Chinmaya Raso Pratibhavitai. So here in this sloka, just now I told, when all Shakti Krishna. So wenn alle Energien zurückgezogen werden in den Körper von Krishna, dann kannst du kaum Shakti äußerlich sehen. Also die sind alle in Yoga Nidra, im Schlaf, in einer passiven Form. So Sarup and Baba, you cannot guard with each other. Now actually, yesterday I was discussing a very important point. So gestern hat er auch viele wichtige Punkte besprochen. Those Gopikas, their mood is totally hypnotized. The rasa is, exhibiting such a excellent, result inside all the heart of Gopikas and Krishna. Tabir is feminine. Tabir Jaeva, das bedeutet alle Gopis. Intoxicated, full of rasa. We cannot even feel. Though we have our body and mind, nothing. Tabir Jaeva Nijurupottaya Kalavi. Nijurupottaya Kalavi. Goloka Eva Nirasati Akhilatma Bhuto
Akhilat. Krishna is the topmost, dear and near say. If we cannot love Krishna, we are very sorry. Why we cannot love? Because Krishna is the only object of love. It is written there. So Krishna ist das einzige Werk der Liebe. Akhilatma Bhuta means all infinity jiva. Infinity jiva. Krishna is there. Krishna is the heart of this material world. So Krishna ist das Herz von der materiellen Welt und nicht nur von der Welt, sondern von allen Welten in den Universen und das Herz von Brajadam. So alles dreht sich, die ganze Liebe dreht sich um Krishna. Ohne Krishna more accurately we want to prove days coming tomorrow or day after tomorrow, we can prove how it was not possible for Krishna to do ras when Radharani lived there. So many different angles we like to prove. What is the excellency? Was ist die... Even Krishna lose his spirit to do rasa. So Krishna will sogar, lasst sogar den Rasa-Tanz, wenn Radharani nicht da ist jetzt. Also er hat kein Interesse mehr daran. Also so machtvoll ist Radharani. So after that Nivasati Goloke Nivasati Akhilatma Bhuto. So all infinity world, Krishna is the heart. So von all den Welten ist Krishna das Herz, der einzigste, der was dir nahe steht. Aber wir können es nicht realisieren. Das ist der Trugschluss in unserem Leben. So in die darauffolgenden Tage kann er jetzt mehr und mehr über das sprechen dann. Wie es eben nicht möglich war, weiter den Rasa zu kosten ohne Radharani. So wo Radharani den Rasa-Tanz verlassen hat, bricht alles zusammen. Sobald die Radharani den Rasa-Tanz verlässt, nachher löst sich der ganze Rasa-Tanz auf. So, deswegen nennt sie sich Raseshwari. So, wie ist es möglich, wenn der Gaura-Avatar Chaitanya Mahaprabhu nicht gekommen ist, wer kann dann die Liebe kosten? Also du kannst das auf Unendlichkeit jetzt besprechen, das Thema, aber du wirst nie fertig werden. So Krishna ist überall, in jedem Partikel. In der Upanishad findest du vor, so, was ist die Bedeutung von dem Vers? Das ist nur, weil Krishna in dem Herzen ist, deswegen liebt man sich gegenseitig. Weil Krishna in dem Herz von deiner Tochter ist, zum Beispiel von deinem Sohn, deswegen liebst du die Tochter und den Sohn. Nur weil Krishna da ist. Mother loving son, mother loving father, father loving mother, this way, everywhere. We can prove if Krishna is not there, Krishna vanished. But the question of love, no question of love. Whole world become dead body. Whole world dead body. Also, und wenn dann Krishna jetzt nicht da wäre, nachher würdest du sofort die Person verlassen. Also du liebst nur deine Verwandten, deine Familienmitglieder, deinen Sohn, deine Tochter, deine Frau, weil dort in den Personen im Krishna in deinem Herzen ist und du bist angezogen von ihm schlussendlich. So unser einzigstes Objekt ist Krishna.
So was uns anzeigt. Swarup Goswami über den Vers spricht jetzt wieder, wo er gestern gesprochen hat. Pranaya Virkiti Ladina Shaktasma Ekatmanava Pipaviteva Go. I told you, no? Now point is there, it's very secrecy here. I already told the Sakti Matra of it. So, er hat gesagt, jetzt Swarup und die Bhava, die Stimmung, das sind nicht verschieden. So actually, Radha Krishna Pranaya Vikriti, not ordinary love. This Vikriti was narrated by only Ramananda. Das Vikriti, das hat nur Roy Ramananda verstanden. Und Rupa Goswami hat es noch mehr erklärt. In Prem Vivarta, ganz Suppose you are crossing river and midway you can find some current, water moving. You fall down there, you can go down. This is called a Vivarta. This Prem Vivarta is excellency. Also das Prem Vivarta ist wie ein Strudel, der was du, wenn du jetzt einen Fluss überqueren willst, aber da kommt so ein Strudel, nachher wirst du da reinzogen, nachher zieht es dich ganz, ganz tief ins Wasser rein. Und das ist eine Metapher, so wie tief du in den Rase, in den Geschmack gezogen werden kannst. Das nennt sich Prem Vivarta und Roy Ramananda hat es aufgezeigt. So excellent way that Mahaprabhu was bound to stop his mouth with his own hand. Stop. So Mahaprabhu hat sogar selber Roy Ramananda stoppen müssen mit der Hand. Und hat ihm die Hand vor den Mund gehalten, weil das so eine tiefe Philosophie war, was er gesagt hat. Also Rupa Goswami, der sagt, Aheri Dakuta. Also die Liebe ist ganz Zickzack-Weg. Material, heroine, if you have any direct feeling, I don't know. Heroine. Material love. Also, you can see some zigzag way, like snake. That's why Rupa Goswami is writing that it's like snake. So, Aherido, Heregi. Also die Stimmung von der Liebe ist ganz, ganz kompliziert und zickzack. So Radharani spricht äußerlich, oh Krishna, geh weg. Aber das bedeutet wirklich innerlich, dass sie ihn sehen will. Geh nicht, so. Das ist genau das Gegenteil. Sie sagt, geh raus, Krishna. Und Krishna geht raus. Und nachdem spricht die Radharani zu Lalita, oh, warum hast du mich nicht gestoppt, dass Krishna jetzt rausgeht? Na, du hast ja gerade gesagt, er soll gehen. So, das sind solche Stimmungen, das sind die Stimmungen von den Gopikas in Vrindavan. Gaura-Lila, with Parsha, so many complications, very nice love affair. If you can feel this life itself, you can go on. If you can feel this life, you need not wait for another life, but you should follow track. If you are derailed, if your bhava is derailed, leave the track, original track, then you can get lost in this material ocean of rasa. Material ocean of rasa. You can get lost. Be careful actually. So you see, yesterday I was speaking, Radha Krishna Pranaya Vikriti. This Vikriti Vivarta. Current is there. Always. This is Radha Krishna Pranaya Vikriti. Ladini Shakti Rasnad Ekat Narumopi. Atma is one. Radha Krishna. So in dem Vers ist eben Ekatmanapi, Atma ist eins. In der materiellen Welt findet man Liebesbeziehungen
Aber es ist komplett verschieden. not one spirit. Das ist nicht eine Spirit, eine Seele. Aber Radha Krishna, das sind eine Seele in zwei Formen. Also die sind nicht verschieden. Follow. In material world you can find material hero and material heroine. They have that totally. In der materiellen Welt findet man, dass man der Liebhaber und die Geliebte komplette zwei verschiedene Formen haben. Have the feeling of oneness. Also da ist nicht wirklich die Form von Einheit da. Es kann eine bestimmte Einheit aufkommen, aber For some time during love they feel one kind of oneness, but it is not complete. After love is over, it is separate. also die fühlen nur zum gewissen Teil die Einheit, die Verbundenheit. Aber in der spirituellen Liebe dort ist es nicht vorhanden. Das sind für immer eins und nicht zwei. Also Radha und Krishna ist eins, aber in zwei Formen. Versucht es zu verstehen, ist ganz wichtig. Radharani and Krishna together one Atma. But not different. And also, I already told you in Bhagavad Mātra, sneha-vaśa, already I told many examples I can see. Anyway, sneha-vaśa, or that's why it is written. Why it is written ekatmano opi? Warum ist es geschrieben Ekatmana Monopi? Together one single tattva. So Radha und Govinda zusammen sind ein Single-Tattva. Science and philosophy goes together. Why So Wissenschaft und Philosophie, das science and philosophy goes together? I am going to make a mistake in this word. No, because science and philosophy combine. If there is no philosophy, science cannot come. also Wissenschaft und Philosophie, das ist zusammen, das gehört zusammen. Then it can took the form of research and then it can come true. So science and philosophy, I can use this word. Science and philosophy goes together, goes together. One single. So the Radha and Govinda, externally you can find two different. So Radha und Govinda findest du äußerlich zwei verschiedene Formen. Ladini Sarup Ladinish Swarup and this Krishna, Rasa-vaśa is the source of all rasa. und Krishna Rasa-vaśa ist die Quelle von allen Rasa. Das Swarup Goswami ist der höchste Vedantist in der Gaudiya-Philosophie. Srila Prabhupada sagt es. Er ist der höchste, der was die vedantischen Schrift Vedas versteht in der Gaudiya Sampradaya. Also du kannst niemanden vergleichen mit Swarup Goswami. Yes. Pura means previously, but that previously doesn't mean some mark from this point previously, but from their starting point. Also Pura bedeutet Follow what I mean to say. in der Vergangenheit, aber es kann man nicht wirklich sagen, dass ein Stopppunkt dort ist, sondern es ist unendlich. They get separated, still it is also permanent, eternal. For try to follow, there should not be any finite conception. Also da kann finite, also beschränkte Auffassung sein. Das ist alles auf die Unendlichkeit. So Advaita-Tattva ist eins und das wird aufgeteilt in zwei, aber das ist auch ewig, eternal. Also gibt es keinen Startpunkt und keinen Endpunkt. Mit der materiellen Intelligenz kann man das nicht verstehen. Also die Form kommt dann wieder zusammen und das ist Gaura-Varna. Radha und Krishna in einer Form ist Chaitanya Mahaprabhu. Then why? To get the taste of, I can see that actually after, not today, the subject matter is totally different. Now actually,
So wie ist es möglich, dass Krishna mit Radharani verschmilzt? Wir können das nicht glauben. In der materiellen Welt ist das Verschmelzen nicht möglich. Da gibt es kein einziges Beispiel, wo zwei verschiedene Formen in eine Form kommen können. Also das ist nicht möglich in der materiellen Welt. Zwei Körper zu einem Körper werden können, zu einer Form, zu einer Seele. Then Radharani having Mahabhava, not a Mahabhava, you already know, that Krishna wanted to still Baba and So, Krishna wollte die Stimmung und die Ausstrahlung von Radharani Naumi Krishna Swarupa. Be careful. This word is very, very deeply you have to think. Also, Radha Bhavita Swarita, Tuti Swarita, Naumi Krishna Swarupa. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Krishna Swarup ist da, aber Radha Bhava Dyuti Suvalita. So das Gefühl von der Radharani und die Ausstrahlung von Radharani. Das stillt Krishna von Radharani. So, jetzt kann man die Frage stellen, Krishna is all powerful. Krishna can steal the power of Radharani and completion in Gaura-Lila itself. Follow what I mean to say. When Krishna doing Gaura-Lila, why Krishna cannot steal? When Krishna doing Gaura-Lila, why it was not possible for Krishna to steal Baba and Sarup? It is very easy. He can take Baba and Sarup. But no man, I already told you. Krishna, warum kann Krishna nicht die Form in Vrindavan stellen? Weil Baba und Swarup ist nicht verschieden. Es ist nicht möglich für Krishna Sarup and Baba together, so it was not possible. Otherwise Krishna could easily do it in Gaura-Lila. Krishna wanted to get the taste of, how So Krishna wollte so this way actually we know very excellent thing. So Krishna, anyway Krishna could not get the taste what he wanted to get. So Krishna hat nicht das gekriegt, was er kosten wollte in seiner Form. Krishna is Raso-Sarup. Krishna is Raso-Sarup, na? Raso-Vaśa is the source of all rasa. And Radharani, actually Ramananda, Ashray. Mahaprabhu, were discussing each other. That time suddenly, Also wenn Ramananda das diskutiert mit dem Mahaprabhu, und ist auf einmal die Form vom Sannyasi, der sieht er dann nimmer und er sieht dann die Shyama Goparup. Und Ramananda war dann ganz außer sich und hat gesagt, wer bist du, wer bist du? Und Chaitanya Mahaprabhu wollte es dann beiseite schieben und nachdem hat er gesagt, und er war dann gebunden, vor ihm zu sprechen, vom Ramananda. So dort hat sich ihm herausgestellt, dass er Krishna ist, aber er hat die Bhav gestohlen, die Stimmung und die Ausstrahlung. So bis jetzt ist das Gefühl oder der Wunsch noch nicht komplett befriedigt. So ich wollte es und deswegen hat er die Form angenommen von Rasaraj Mahabhav. So it was possible. It is not like the case which you can find in the material world. Yesterday I told you, see, like, resin, Gaura, resin, when two resin melted and taken in one pot,
you can get shape one form. Follow. If you apply heat, resin, you know, lakha. Apply, get melted. Also wenn du zum Beispiel einen Ton schmelzt und dann in einer Form gibst, zwei Formen am Anfang und dann schmelzt es und nachher kommt es in eine Form. Also es ist möglich. Du lässt es dann austrocknen und kalt werden. Nachher ist es eine Form. This way we find actually that Radha Govindo in combined form taken. Why Radhamando gone faint? Fall down. That is the main question. Radhamando is the eternal person. So, Ramananda ist der ewige Geweihte von Chaitanya Mahaprabhu. Also zur selben Zeit Ramananda hat er vor Madhya-Līlā als Vishakasaki. Actually, you cannot stand. If just Krishna, Chaitanya Mahaprabhu appear in front of you, you cannot stand. Due to the excellency of love, you can get power. That's Sarvamata is order. Why Chaitanya Mahaprabhu shown his sannyas, I am Ram, I am sannyas, I am Krishna. You couldn't hear. Also vor Sauber, wenn du wirklich die Form von Krishna siehst, das kannst du nicht stehen davor, vor der Form. Du brichst zusammen durch die Liebe. Es ist unmöglich. Du brichst zusammen. So wie bei Sarvabhauma Bhattacharya oder Dhruva Maharaj. So war er komplett stumm und taub und hat sich nicht mehr bewegen können. Und nur wenn dann das Muschelhorn berührt hat, nachher hat er sprechen können wieder. Und nachher hat Dhruva Maharaj angefangen, die Gebete aufzusagen. Aber vor dem hat er nicht, war komplett außer sich. Er hat nur geschaut auf die erstaunliche Form Krishna. Und wo Nishingadev die Hand auf den Kopf gelegt hat vom Prahlad Maharaj, dann hat er auch beten angefangen. So, die sind vollkommen starr, wenn du den Darshan von Krishna hast. Also das die starke Liebe, was da ausgeht aus der Form von Krishna. Es ist unmöglich, vor der zu stehen. Aber Rai Ramananda ist ein Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu und im Radha und Krsna Lila. So, warum ist er jetzt in Ohnmacht gefallen? So, der einzigste Grund war, within the sannyasi group, sometimes watching Samgo group. And after that watching, Sam Sundar is just covered up with the Dhuti. Totally covered up. That same Krishna, Sam Sundar, now totally covered up by the molten gold color. So derselbe Krishna ist dann komplett bedeckt mit der goldenen Ausstrahlung von Radharani. Und durch das, wo er das gesehen hat, da ist er in Ohnmacht gefallen. Das ist ganz hoch. So, wo Ramananda über Radha-Tattva, Krishna-Tattva gesprochen hat. So, Radha-Tattva, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du auch Gaura-Tattva nicht verstehen. So, wenn du Gaura-Tattva nicht verstehen kannst, dann kannst du auch nicht Radha-Tattva verstehen. Das ist, beides musst du verstehen. That's why repeatedly I speak this sloka by Prabhupada Saraswati.
Yada Gaura Badara Vindet Bhaktim Kripunya Rasi Tata Tatot Sarvidirakshma Radha Badambucha Radha Marasi. So ohne dem ist es nicht möglich. Ohne Gaura verstehst du Radha nicht und ohne Radha Gaura nicht. Gestern hat er über den Vers gesprochen. Krishna, Krishna, Varanam, Krishnam, Yagya Sankirtana, Yajanti Sumedasha. Yajanti Sumedasha. Actually, Krishna Varanam, Krishna, Yagya Sankirtana Praye. Then I wanted to prove that in all Yuga-avatara, all the Krishna, whereas I already indicated the sloka by Kullan Maharaj, Channu Kalau Yad Avaha Triyu Athastas Shatan Atho Ni Tirjo Rishi Dev Jhasa-Avatarer Vibhavayasi Loka Vibhavayasi Loka Vibhavayasi Loka Vibhavayasi Lokana and Dharmam Mahapurusham Pasil Jugan-Nivrittam Shannu Kalau Yat Avaha Trijugo Atu Satan. All what I say? Atho Ni Tirjag Rishi Dev Jhasa-Avatarer. I told you yesterday. Here the Channa avatar, Channa Chad Dhatu means covering, secrecy. Chad Dhatu means cover. So Chad Dhatu bedeutet zu bedecken. So Krishna Varna Tisha Krishna Varna Tisha Krishna. And if you get the meaning Krishna Varna, I mean color black. Also wenn du sagst, es ist schwarze Farbe, Krishna Varnam. Also die Farbe ist schwarz. Also again Tisha Krishna. Tisha par Krishna. Is useless. Already you told Krishna Varnam. How again you are saying Tisha, I mean body color again. Tisha plus Krishna. It's impossible. And if the color of Krishna is already, a Supreme Lord is black, then where is the question of Channa? Follow. Channa means Krishna like to maintain secrecy of his body color and mood. Follow. Whereas Krishna is already Krishna, then where is this having no mood? Follow what I mean to say. It has got no meaning. Whereas Polama was saying, Krishna in this Kali want to maintain the secrecy. So Prahlada sagt eben, Krishna will das Geheimnis bewahren, das keiner ihn erkennt. Krishna stop speaking this is Krishna. Whereas Polama already speaking that Channa. Channu Kalu. Kaliyu Channu mane very secret avatar. That avatari is not going to speak, I am the Supreme Lord, not speaking this way. Always Bhakta Bhava. Follow. Then again, if you can get this meaning, Krishna Varnam, Tisha plus Akrishna. Sandhi, it is called Sandhi. How two words can be combined, can break, is very nice in Sanskrit. Krishna Varnam is Krishna Varnayati. Krishna Varnayati, iti Krishna. Who is going to glorify the name, fame of Krishna all the time? Also wer jetzt den Namen, die Form und all das von Krishna immer glorifiziert, der ist Krishna Varnayati iti Krishna. Krishna Varnayati, das ist nicht die Farbe, das ist derjenige, was immer Krishna glorifiziert, der was kennt.
Krishna ist nicht schwarz. Krishna means Krishna within. Krishna arthe kahe pito varan. Because you already know, Bhagavani already said, asano varnastayo hi asyam. Asano varnastayo hi asyam. Gridnato anuyugam tanu. Suklo raktas tatha pito. Idanim Krishna-Tattva. What Bhagavani wanted to say, that it, at present is black in color. All three yugas, and will follow what I need to say. This is already Dapar. Follow. After that special Dapar, Krishna Chaitanya coming. So Bhagavan was very intelligent to speak this way. Follow. Because actually, Idani Krishna, now your son is black in color. Krishna. But Bhagavan wanted to say in different yuga, he is taking Satya Yuga. Sogar Gamuni hat gesagt, nimmt jetzt eben verschiedene Formen, verschiedene Yugas an, der Krishna. Und in Dwapara-Yuga ist er schwarz. Aber warum sagt er Sukla? Pito? Warum sagt er Pitta? Bhagavan wanted to speak about ordinary Chaturya Yuga. No question of speaking any Pita. Pita Varna is special one. Supreme Lord, Supreme Authorities, Swayam Bhagavan can come in two colors. Careful, very scientific. So Swayam Bhagavan kann in zwei Formen, zwei Farben kommen. Eine ist schwarz und eine ist geschmolzenes Gold, Gaura Krishna. So Gaura Muni wollte sagen, Sukla und Rakta bedeutet rot. Und so where you can apply this Pita Varna, where to apply? Already we are going to apply this Theta in Kali Yuga. That is a special avatar. That is a special avatar after Krishna. So nach Krishna, nach dem Dwapara-Yuga, der kommt im Kali-Yuga der goldene Avatar. Speaking, Antodhan Kori Krishna Koilo Anuman. When Krishna gone from the material world, after born, I have born now. I wanted to give prema, not possible. So I have to go again. Because in the form of Krishna Saru, what kind of Lila I wanted to show, nobody can understand. They think all unauthentic, not authentic. So das Krsna Lila hat zu der Zeit keiner verstanden, deswegen wollte er wiederkommen und das aufzeigen, wie er die Worte lebt. Das ist Gaura-Lila. So das ist die komplette Erklärung von Krsna Lila. Because nobody can understand what I have done. So it's good if I can go again. I can change my color and mood only. And go and apani ācāra dharmo lokare sikhāye. Apani na ācāra dharmo shikhāno jaya. If I am not going to practice myself, how I can teach people? If I am a dry philosopher, I can pass lecture in front of you. Who man care to hear lecture from me? There are so many lecturers in this material world. So, who is the practicing Acharya? Chaitanya Mahaprabhu wanted to express Der praktizierende Acharya ist Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu speaking. I can go and I want to prove what I wanted to show, what I wanted to do. So will ihm aufsagen, wie man den Bhakta wirklich lebt. So ansonsten gibt es viele Missverständnisse. So, zeigt das jetzt selber auf als Acharya. Und ohne mich ist es nicht möglich, dass jemand die reine Krishna Prema verteilen kann. Prema is his own property. Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, spoke this way.
Kika sannyase more prem upon dhon. Love, prem is my own property. What use taking sannyas? I have done mistake. Chaitanya was speaking after taking sannyas. In Chaitanya Caritāmṛta, expressing to teach us. Kika sannyase more prem upon dhon. Allah, this prem is my own property. What use taking sannyas? So love is prem is the only property of. So die Liebe, das ist nur das, was Krishna verteilen kann. Who was there except Krishna? Wanted to give prema to Gulmalata. Kripa, wanted to give. But still, I can discuss this point, how we can gain the excellency of Gaura-Lila. That is our ultimate goal. We like to prove that it was not possible. So wir wollen aufzeigen, dass es nicht möglich ist für Krishna allein war es ihm nicht möglich, nur mit Radharani. So Krishna war da, war im Dvarupa Yoga. Aber im Kali Yoga tanzt jetzt die ganze Welt. Von alle Orte kommen sie nach Navadvip und tanzen. Das war nicht vorhanden in Krishna. So was für Kraft hat Gauranga Mahaprabhu. Tomorrow, if you permit, I can speak about Madhya-līlā because it's very important. And though I like to discuss all those one day after tomorrow, if you cannot permit, then I can speak sneha-tattva. I can go on speaking. But it's also important. But Madhya-līlā was the source, which we do not fix as the source. Anyway, we can see what the situation is permit. I can give answer to your question very carefully, not in front of me. Follow? Very scientific answer, different way. You can go mad, but not in front of all. And the Mataji can come, you can stand. It's not mad.